mein Name ist Lars Rosebrock, ich bin der Geschäftsführer hier in dem Betrieb. Wir sind in Sottrum, das liegt direkt an der Autobahn zwischen Hamburg und Bremen, ungefähr genau in der Mitte. Wir haben auch den gleichen Weg nach Hannover, wir sind hier mitten im Elbe-Weser-Dreieck, haben aber unsere Kunden auch im ganzen Bundesgebiet. Der Betrieb ist ja groß genug, wir haben das nach Produktionsbereichen ein bisschen aufgeteilt. Ich mache vorne Kundenbetreuung, mein anderer Bruder macht Auftragsbearbeitung, der dritte macht Produktion. Und die Kinder machen eigentlich im Moment alles und werden so an den Betrieb herangeführt. Also er hat uns nicht unter Druck gesetzt, dass wir den Betrieb fortführen müssen, aber wir sind von alleine, sage ich mal, ja, alle in diese Berufssparte eingestiegen. Meine beiden Brüder haben den Schweizer Degen, ich bin nur Mediengestalter oder Schriftsetzer, wie es damals hieß. Aber es war für uns eigentlich klar, dass wir den Betrieb weiterführen wollen. Für die ersten Aufträge haben wir für die Landhändler Wiegescheine gemacht, wo die Landwirte dann ihr Getreide gelagert haben oder abgeliefert haben. Und das waren dann nicht mal selbst durchschreibende Formulare, sondern welche noch mit Kohlepapier. Das waren so die ersten größeren Aufträge, die wir gemacht haben. Das war teilweise noch auf dem alten Heidelberger Zylinder gedruckt, einfarbig schwarz mit Nummerierung und Perforierung, war so schon eine Herausforderung. Wir haben extra damals mal das größere Format noch mal gekauft, einen Zylinder, weil wir eben viel für Kalenderrückwände oder eben Mattenstanzen diese Maschinen einfach brauchen. Ich glaube, die stehen noch in jeder Druckerei. Ja, ich denke mal, wir haben hier in unserem Gebiet so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal mit Etiketten. Wir machen nach wie vor hier auch Akzidenzaufträge mit Katalogen, Prospekten und Flyern, aber wir merken auch gerade in der Corona-Zeit, wie da doch ganze Segmente weggebrochen sind und ja, wir eigentlich auf dem Etikettenmarkt eigentlich Zuwachsprognosen sehen. Ja, das haben wir tatsächlich auch schon ein paar Mal erlebt, dass wir für kleinere Brauereien, die kleine Auflagen, Sondereditionen, die dann machen dann eine kleine Auflage und brauchen 20.000 Bieretiketten. So, dann gibt es von diesen Brauereien, ich wusste es auch vorher nicht, gibt es doch tatsächlich viele kleinere. Und der eine kennt den anderen und der sagt, wo hast du eigentlich deine Etiketten her? Und sagen die, ja, frag mal Rosebrock, die bedienen auch uns klein und machen auch kleinere Auflagen. Und so haben wir doch schon einige Anfragen bekommen, wo ich dann selber gedacht habe, woher kennen die uns eigentlich? Und dann fragt man nach und die sagen doch tatsächlich, ja, ich habe es gehört, ihr macht das, habt für den und den schon gedruckt und könnt ihr das für uns auch. Es gibt ja verschiedene Kunden. Es gibt Kunden, denen es wirklich rein um den Preis geht, wo es dann alle anderen Gründe sind im Hintergrund. Es geht um den Preis, ich will das günstigste haben. Dann gibt es Kunden, denen geht es dann auch um Schnelligkeit, um Zuverlässigkeit, dass es dann auch wirklich so aussieht, wie es hinterher wünschen. Und es gibt auch, wir haben speziell einen Kunden aus dem künstlerischen Bereich, der seine Plakate, seine Flyer, für so ein Kunstmuseum ausschließlich bei uns drucken lässt, der auch schon im Internet war, der aber sagt, bei Rosebrock fühle ich mich eigentlich wohl und auch ernst genommen. Und dann steht er auch wirklich bei jedem Auftrag eine Stunde neben der Maschine und stimmt die Farbe mit ab. Also insofern ist da die Kundenzufriedenheit auch sehr im Vordergrund. Kommen dann teilweise Künstler an mit sehr extrovertierte Typen, die dann eine bestimmte Vorstellung haben, die so ein bisschen von der Grün in der Suppe des Druckens sprechen und so, wo man dann denkt, wo es dann halt nicht um das reine Fachwissen geht. Aber letzten Endes kann man sich auf alle diese Leute einstellen und man freut sich dann doch, wenn die Leute dann zufrieden rausgehen und sich auch verstanden fühlen. Das macht natürlich Spaß, wenn die Kunden also die Arbeit auch wertschätzen und auch, dass man teilweise auch terminlich dann auch Handstände vollführt und so. Und das wird doch eigentlich von den meisten Kunden dann auch honoriert. Also das Gefühl habe ich schon. Ja, das war sicherlich eine Herausforderung und wir haben auch lange überlegt. Wir haben auch dann, als die Energiepreise explodierten, das ganze Projekt noch mal ein Vierteljahr auf Eis gelegt, um zu gucken. Aber letztendlich glauben wir an unseren Erfolg und glauben auch daran, dass die Entscheidung die richtige war, auch von einer 5-Farben auf eine 6-Farben zu wechseln. Weil wir gerade auch im Etikettenbereich merken, dass die Anzahl der Sonderfarben immer mehr wird. Und wir hatten viele Aufträge, 4-farbig plus eine Sonderfarbe und können jetzt 2 4-farbige mit 2 Sonderfarben dann eben auch kombinieren. Das heißt, die kriegen auch höhere Druckleistungen dann raus. Ja, wir haben also natürlich unsere Auftragsstrukturen angesehen und haben gesehen, dass wir ganz viel kleine Auflagen zwischen 3.000 und 5.000, 7.000 Bogen haben und haben
Dann eben auch geguckt, was kann die Maschine, welche Technik, wie schnell ist der Auftragswechsel. Und das war letztendlich auch entscheidend für die KBA-Maschine, auch die davor schon. Wir haben dadurch 2 Maschinen vom Wettbewerb praktisch durch eine KBA-Maschine abgelöst. Das war also für die Größe der Investition relativ einfacher Beschluss, weil wir vorher gesagt haben, die alte Maschine konnte das und das. Wenn wir jetzt neu investieren, soll die nur das Gleiche können. Wir wollen ja auch einen Schritt nach vorne gehen. Also wenn man schon so eine Investition tätigt, einen Schritt nach vorne. Das heißt, ich habe da mal durchkalkuliert, wie viel Sammelform mit einer Sonderfarbe wir machen und habe dann mal überschlagen, wie viel das im Jahr doch sparen würde, was man zusammenfassen kann. Also waren wir uns relativ schnell einig, eine Farbe mehr. Ich sage da zusätzlich, habe ich viele Anfragen bekommen, ja, wenn wir das und das bei Ihnen drucken, wie ist denn Ihr CO2-Abdruck dabei? Ich sage, das konnte ich jetzt bisher noch gar nicht darstellen. Das kann ich in Zukunft, weil die Maschine auch uns für jeden Auftrag dezidiert ausgibt, wie viel Strom habe ich verbraucht, wie groß ist deswegen mein CO2-Abdruck. Und wie gesagt, sie ist noch ein bisschen effizienter. Wir können jetzt tatsächlich, auch wenn wir nur 5-farbig drucken, können wir simultan das 6. Werk waschen. Das konnten wir vorher auch nicht. Und insofern ist das 6. Werk, also zwischen den Druckintervallen, muss ich nicht noch 5-6 Minuten wieder ein Werk waschen, sondern das ist dann schon fertig. Und das spart im Laufe, das ist pro Auftrag nicht viel, aber letzten Endes doch eine ganze Menge, die man da an Zeiten auch spart und effizienter arbeitet. Ja, man kann es tatsächlich versuchen, diesen Weg zu gehen. Ich sag mal, die effizientere Maschine bringt natürlich auch geringere Rüstkosten, weniger Makulatur, schnellere Rüstzeiten und so. Insofern kann ich doch den einen oder anderen Preis dann auch mitgehen. Insofern auch, dass wir jetzt tatsächlich eine Sonderfarbe mehr haben und viele Etiketten, ich sag mal so im kurzen, also in den kleinen Auflagen früher doch sehr knapp bemessen waren und ich jetzt sagen kann, ich kann das trotzdem darstellen, weil ich halt noch mehr die Sammelform noch größer fassen kann. Ne? Das ist tatsächlich einer unserer Tagesgeschäfte oder Hauptgeschäfte. Diese viele Anfragen, ich brauche 5000 Bogen, 5000 Etiketten davon, 4000 davon. Und dass wir dann ganz oft Sammelbogen erstellen, wo nicht nur verschiedene Etiketten eines Kunden drauf sind, sondern tatsächlich wir 4, 5 verschiedene Kunden auf einem Etikettenbogen zusammenfassen. Und ich deswegen logischerweise auch den Tausenderpreis pro Etikett wesentlich reduzieren kann, weil ich halt eine größere Auslastung auf dem Bogen habe. Ne? Und das wird von vielen Kunden halt auch toleriert. Und ich sage dann, ich kann nicht sofort einen Preis machen. Ich sammle was und wenn du, ich sag mal, ein paar Tage Zeit hast, dann kann ich die Kosten des gesamten Druckbogens halt durch die Anzahl der Etiketten halt dividieren und so ist jeder Kunde dann eigentlich auch dann ganz zufrieden. Ja, das ist schon eine Nische, weil ich habe noch nie in so einer riesen reinen Etikettendruckerei gearbeitet, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es dann halt auch um höhere Auflagen, höhere Effizienz geht und das ist das natürlich auch zeitaufwendig, wenn ich eine Sammelform habe und habe nicht nur ein Etikett drauf, sondern teilweise 15, 16 verschiedene Etikettensorten, die dann nach dem Schneiden von Hand auseinandersortiert werden muss. Und da gibt es scheinbar nicht so viele Druckereien, die sowas gerne machen. Und dann kommen wir ins Spiel und sagen, wir machen das. Sind dann vielleicht nicht ganz so billig, wie als wenn ich 5 Millionen Etiketten auf Mal kaufe. Aber die kleinen Auflagen werden ja auch gebraucht und dann bekommt man den Auftrag. Wir haben ja nun die Erfahrung gemacht, dass die alte Maschine, die war eigentlich auf 8 Jahre angelegt. Die haben wir 2014 gekauft und dann hieß es 22, dann ist die Maschine abgeschrieben, dann guckt man sich um, was macht man jetzt. Wir haben auch gemerkt, die alte Maschine, das ist wie ein 8 Jahre altes Auto, das fährt immer noch, das wird auch noch weiterfahren, aber ein neues fährt dann doch ein bisschen schneller und besser und qualitativ hochwertiger. Und dann haben wir gesagt, die Maschine wird auch so um den Dreh, in der Voraussicht, die man heute tätigen kann, 8 bis 10 Jahre irgendwie so hier produzieren. Ich glaube, dass die Sortenvielfalt noch größer wird. Das heißt, die Auflagen werden wahrscheinlich tatsächlich noch weiter sinken, weil
das ist ja auch Thema, dass jeder, ich sag mal von den großen Supermärkten, jeder hat seine eigene Handelsmarke, seinen Handelsnamen und die wird dann nochmal geteilt und ich sag mal, es gibt viele kleine Marken dann, wo dann halt die Auflagen sinken. Die Gesamtmenge bleibt die gleiche, aber es werden in mehrere kleine Segmente geteilt und das ist dann genau das Richtige für uns.